Er galt als einer der schlimmsten Terroristen der Welt und als Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober. Jetzt ist Hamas-Chef Yahya Sinwar tot. Israelische Drohnenaufnahmen sollen eine letzte Szene vor seinem Tod zeigen. Und mittlerweile hat auch die palästinensische Terrororganisation den Tod ihres Anführers bestätigt. Auch Bundeskanzler Scholz ist zuversichtlich, dass jetzt die Chance auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen wächst. Der Iran dagegen kontert, der Geist des Widerstandes werde durch Sinwars Tod gestärkt. Eine israelische Drohne fliegt durch das Fenster eines zerstörten Gebäudes im Gazastreifen. Auf einem Sessel ein vermummter und staubbedeckter Mann, offenbar die letzten Momente von Hamas-Anführer Sinwar, der noch einen Stock in Richtung der Drohne schleudert. Dann bricht das Video ab. Sinwar versteckte sich lange Zeit in dem von unseren Truppen umstellten Gebiet. Wir wussten nicht, dass er dort war, aber wir handelten entschlossen weiter. Gestern entdeckten unsere Kräfte 3 Terroristen, die von Haus zu Haus rannten und flüchteten. Unsere Soldaten griffen die Terroristen an. Sinwar flüchtete allein in eines der Gebäude. Er wird am Arm verletzt, dann feuert ein israelischer Panzer eine Granate in das Gebäude, in dem Sinwar sich versteckt. So berichten es israelische Medien. Fotos sollen den zwischen den Trümmern liegenden toten Sinwar zeigen. Erst dann fällt den Soldaten offenbar die Ähnlichkeit der Leiche mit dem Hamas-Anführer auf. Zahnproben und Fingerabdrücke bestätigen später den Verdacht. Lange soll sich Sinwar im weit verzweigten Tunnelsystem der Hamas versteckt haben, angeblich stets umgeben von Geiseln als menschliches Schutzschild. Die Israelis vermuten, dass der Hamas-Anführer in den Norden des Gazastreifens fliehen wollte, wohl weil israelische Soldaten seinem Versteck immer näher kamen. Das ist nicht das Ende des Krieges in Gaza, aber der Anfang vom Ende. Ich habe eine einfache Botschaft an die Menschen in Gaza. Dieser Krieg kann morgen enden. Er kann enden, wenn die Hamas ihre Waffen niederlegt und uns unsere Geiseln zurückgibt. 101 Menschen sind noch immer in der Gewalt der Hamas. Nach dem Tod Sinwars wächst die Sorge ihrer Angehörigen. Noch am Abend demonstrieren sie in Tel Aviv und fordern einen sofortigen Deal über ihre Freilassung. Darüber möchte ich sprechen mit der israelischen Journalistin Antonia Yamin. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. Danke. Hallo. Ja, und wir wollen auch über diesen Tod von Sinwar sprechen. Was genau weißt du über die Umstände dieser Ermordung? Also was ja so krass ist, dass es kein geplanter, dass es diesmal keine geplante und gezielte Tötung war. Das waren ganz normale IDF-Soldaten, also israelische Soldaten, junge Soldaten. Es war keine Spezialeinheit, es war nicht der Yamam, es war nicht der Shin Bet. Diese 19-jährige Soldaten, die in Rafah operiert haben, wie jeden Tag, haben einfach 3 Terroristen gesehen, haben auf sie geschossen. Dann ist einer, das war Yahya Sinwar, ist in ein anderes Gebäude geflüchtet. Und dann, wie wir auch in der Matz gesehen haben, die Drohne kommt dahin, sie sieht ihn. Dann gibt es auch noch Panzergeschuss. Und erst am Tag danach, also gestern, gehen diese jungen Soldaten in dieses Gebäude, wollen halt sehen, was sie da getroffen haben. Und dann sehen sie halt die Leiche von jemand, der sehr, sehr ähnlich ist an den Hamas-Chef, der größte Terrorist unserer Zeiten. Und dann fangen an, also die Gerüchte, ist es eher, hat Israel ihn jetzt eliminiert oder nicht? Der DNA-Test und gestern Abend dann, ja, Yahya Sinwar, der größte Terrorist unserer Zeiten, ist tot. Und in Israel wurde über diesen Tod gejubelt gestern. Wie groß ist da jetzt auch die Hoffnung, dass es vielleicht zu einem Geiseldeal kommen könnte? Also ich muss sagen, in Israel hat man sich natürlich gefreut. In eine andere Art und Weise, wie man hier auf der Sonnenallee sieht. Israelis oder Juden gehen nicht und feiern wie bekloppt auf der Straße. Das lassen wir den Barbaren zu, aber wir haben uns natürlich erleichtert gefühlt und jetzt ist auch natürlich die Hoffnung, dass es jetzt endlich mal zu einem Waffenstillstand kommt, dass der Krieg dann wenigstens im Gazastreifen zu Ende geht, wenn wir natürlich unsere 101 Geiseln zurückbekommen. Und das ist auch die Hoffnung bei der israelischen Regierung und auch bei dem israelischen Volk. Was ich natürlich auch sagen kann, ist, dass diese Tötung sehr viele Israelis wieder aufgemuntert hat, weil wir gesehen haben, in den letzten 4 Wochen hat Israel es geschafft, Nasrallah, den Hisbollah-Chef, in eine sehr gezielte Eliminierung umzubringen und jetzt halt auch
Yahya Sinwar. Und ich würde mal was sagen, damit auch die arabischen Zuschauer, wenn wir welche in Deutschland haben, es verstehen. Und das wäre Kul Kalb Biji Yomo, auf Deutsch, jeder Hund bekommt seins. Obwohl Sinwar war vielleicht eher eine Ratte als ein Hund. Und trotzdem, Israel hat gezeigt, dass sie jeden Terrorist irgendwann mal bekommt. Yahya Sinwar war für Israel, was Osama bin Laden für Amerika war. Den Amerikanern hat es 10 Jahre gedauert, ihren Osama bin Laden umzubringen. Israel hat es nach einem Jahr und 10 Tage geschafft. Also ein Erfolg. Und wie wird Netanyahu jetzt auch gesehen nach diesem Erfolg in Israel? Da muss man wirklich sagen, es war ja fast ein Versehen. Also das war kein Versehen, aber das war jetzt keine gezielte Eliminierung. Diese Soldaten haben ihn aus Versehen gesehen. Keiner wusste, dass Yahya Sinwar an dem Tag hochkommt von den Tunneln. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass man jetzt Bibi Netanyahu irgendwie feiert, weil das war ja nicht sein Gewinn. Es war tatsächlich der Gewinn von paar sehr junge Soldaten, also 19-jährige Soldaten, noch nicht mal Spezialeinheit. Und die werden jetzt in Israel sehr groß gefeiert natürlich. Antonia Yamin, herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Dankeschön.